Und somit herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video zum ersten Teil des Vietnam-Vlogs. Wie ihr hier schon sehen könnt, sind wir direkt am Hamburger Flughafen mit dem kleinsten Bruder unterwegs. Alle beisammen und munter. Und schon geht's los. Der Flug nach Doha, um die 7-8 Stunden waren das. Absolut entspannend und relaxing, wie ihr hier am Ambiente sehen könnt. Und hier sind wir auch schon in Doha. Der Flug war super, keiner hat sich beschwert. Das erste Mal mit dem kleinen Jungen. Und Doha, der Flughafen. Ein brillantes Exemplar an Bauingenieurskunst. Es ist wirklich ein gigantisches Werk, man kann sich nur verlaufen, aber es ist wirklich unglaublich schön. Man könnte denken, man sei am Singapurer Flughafen. So ist es nun mal. Natürlich alle leicht erschöpft, aber erfreut, einen Schritt näher an Vietnam zu sein. Der schöne Garten hat uns wahrscheinlich am meisten fasziniert. Trotz all der Schönheit und der Faszination haben wir es selbstverständlich, pünktlich, wie es sich gehört, im Flugzeug wiedergefunden und direkt nach Vietnam begeben. Soll ich gute Nacht oder guten Morgen sagen? Denn jetzt sind wir hier um 7 Uhr morgens in Vietnam. Gut und munter gelandet natürlich. Und am wichtigsten ist, dass der Kleine am fröhlichsten ist. Nun ja, noch einmal durch das letzte Gate am Flughafen und wir sind drin. Herzlich willkommen in Ho Chi Minh City, Vietnam. Die Nacht bricht an und somit wir auch in Ho Chi Minh City. Es hat natürlich ein bisschen angefangen zu regnen, was natürlich die Laune ein bisschen gedämpft hat, aber wir haben uns das nicht entgehen lassen und sind auf Essen zurückgegangen. Wir haben einmal unsere ganze Umgebung abgekundet. Wir haben dann natürlich beim Bento Market gewohnt, was natürlich eines der Hauptlocations war, was wir hier auch direkt sehen. Eine wunderschöne Markthalle, die wirklich jede Akquisität verkauft. Aber das Schönste, ein Banh Mi. Ein Banh Mi, welches schön auf der Straße gemacht wurde, vom Grill von einem super netten Typen, was natürlich wundervoll geschmeckt hat. Hier, wie ihr sehen könnt, direkt am Nhung Way vorbei, der Hauptverkehrsmeile und an schönen Restaurants. Trotz all dem haben wir uns direkt auf den Weg nach Hause gemacht, denn ein neuer Tag bricht an und nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Nein, nein. Wir waren um 15 Uhr erst beim Djerba Chiu, denn vorher ging es nicht. Trotz all dem haben wir uns auf den Weg durch die wilden Straßen von Vietnam gemacht. Der tolle Markt liegt im Binh Bezirk. Dort kriegst du wirklich alles, von Klamotten bis Essen, Haushaltswaren. Ein typisch vietnamesischer Markt. Super laut, super voll, aber auch Schnäppchen zu machen. Besonders früh und abends ist dort. Aber hoppla, es fing an zu regnen, wie es in der Monsunzeit nur ist. Wir haben uns an die Seite gelegt und einen schönen Smoothie am Straßenrand gegönnt, bevor wir mit dem Grab nach Hause gefahren sind. Hier sehen wir meinen lieben Onkel Tri, der mit meinem kleinen Bruder und ich am nächsten Morgen durch Vietnam auf dem Moped gecruised ist. Was wirklich eine wundervolle Erfahrung ist, die einmalig und unbezahlbar ist. Jeder muss es einmal wenigstens im Leben erlebt haben. Mein kleiner Bruder hier nochmal am Drinks slurfen und schon ging es weiter. Durch die wühlenden Straßen von Vietnam. Und seine Augen bloß gar nicht mehr zumachen will, dadurch, dass es so viel Buntes zu sehen gibt. Nach dem erfolgreichen Tag ging es dann auch wieder auf den Weg nach Hause. Aber davor durch weitere schöne Hauptstraßen Vietnams auf dem Moped. Zu Hause angekommen, mit Papa, Mama, der ganzen Familie gab es was Leckeres zu haben und auf den Markt wieder. Die Temperatur ist aber nicht das Einzige, was atemberaubend ist, denn Bui Dinh, die ehemalige Poststelle für die ganze Welt, welche Post aus Vietnam verschickt hat, war hier. Ein wirklich phänomenal historisch schöner Ort, den ich nur weiterempfehlen kann. Right next to it war dann die wundervolle Book Street, welche allbekannt ist für jegliche Büchereien, die man sich nur vorstellen kann. Alles, was das Herz begehrt, von Comics, Mangas, Lesebüchern, Reiseheften, alles, was es nur gibt. Hier Felicia und mein Cousin auf dem Weg zum Comic-Heftladen. Auf weiteren Schlendern des Weges konnte ich mir es nicht entnehmen, einen weiteren Banh Mi in mich zu inhalieren. Und somit haben wir auch direkt den nächsten Filmshoot eines neu bekannten Filmes in Vietnam direkt gestört. Mein Cousin Dag war so lieb, mir die Stadt zu zeigen und hat mich direkt zum Nha Tan Pho, Ho Chi Minh, sozusagen der Konzertbühnenhalle Saigons geführt.
Durch das ganze Gewusel haben wir es endlich zum Comic Store der geliebten Schwester geschafft und haben uns umgeschaut. Wirklich ein schöner Laden. On the way home, wir sind endlich zu Hause. Hier beim Landmark 81, wenn ich präsentieren darf, das zweithöchste Gebäude Südostasiens. Das war's auch von unseren Aufnahmen. Hier in der schönen Landmark-Gegend, wo man nur relaxen kann, sich entspannen kann, flanieren kann und shoppen kann. Ich könnte noch jegliche weitere Verben darauf addieren, aber was soll's, man weiß, was ich meine. Hier haben wir noch einen wunderschönen privaten Park, der für die Residents des Landmarks zur Verfügung gestellt wurde mit schönen Wasserfontänen, die wir abends immer schön genießen konnten bis ungefähr 22, 23 Uhr, je nachdem, wo sie dann den Park geschlossen haben und uns allgemein rauswerfen. Das hat auch natürlich Sicherheitsgründe. Wirklich schön zum Entspannen, zum Picknicken, Flanieren oder auch einfach den See, Fluss, Brot anzuschauen. Das ist es doch, oder? Auch schön neben dem privaten Yachthafen hergegangen, kann man der ganzen Plantage entlanglaufen. Wie man hier an meinem Bruder sehen kann, der den gesamten Landmark 81 Tower beobachtet, welches wirklich auf den ersten Blick ein tolles Wunder ist. Ein neuer Tag und somit neues Glück, sagt man auch so gerne. Und somit auf dem Weg zum Bente Market, der wahrscheinlich berühmtesten und auch wichtigsten Attraktion in Saigon oder Ho Chi Minh City, je nachdem wie man will. Hier sieht man auch schon Papa am Fotografieren, wie es sich gehört. Ich noch am Bewundern der gesamten Verkehrssituation. Und schon geht's rein in den gesamten Markt. Was kann man dazu sagen? Der Bente Markt liegt natürlich im 1. Bezirk und er ist überall aus sehr, sehr gut zu erreichen. Ob mit Bus, Bahn jetzt eher nicht, aber Grab oder Moped. Draußen sowie drinnen findet man wirklich jegliche Utensilien zwischen Teppiche, Kleidung, Textilien, Essen, Kondensmittel, Snacks, alles, was das Herz begehrt. Wenn man Glück hat, wie vorhin erwähnt, kann man das Glück natürlich auch bei den Verkäufern probieren, wo man dann einen Schnäppchenpreis sich ergattern kann. Für Ausländer jedoch wahrscheinlich eher weniger. Das Glück hat man trotzdem. Wo man aber definitiv Glück hat, ist in der Innenstadt und im Herzen Ho Chi Minh Citys. Am Nhung-We, der wohl begehrten Fußgängermeile oder auch dem Jungfernstieg des Hamburgs oder der Kö in Düsseldorf, Königsallee, wie auch immer. Hier nochmal zu sehen die schöne Konzerthalle entlang der schönen Hotels, wo ebenfalls überall Luxusboutiquen sind. Ob jung oder alt, man findet wirklich alles. Es gibt wirklich für jeden etwas zu finden, ob Snacks, was auch immer. Hier nochmal zu sehen die Book Street, die man hier mit dem lieben Papa erkunden konnte, da er noch nicht war. Er war auch selbst fasziniert davon. Hier nochmal das schöne Rathaus, das ehemalige Rathaus. Wirklich schön beleuchtet abends immer. Und wie man weiß, in Vietnam bricht schnell die Nacht ein. So kommt es nun auch. Hier ist abends wirklich die Hölle los. Man hat wirklich von klein, groß, Kind, Tier, alles vor Ort. Aber es geht natürlich auch nach Hause, denn der Kleine muss schlafen. Wo wir vom Schlafen reden. Ich wollte nicht schlafen. Mama ebenso nicht, genau wie meine Schwester. Wir haben uns entschieden, die Foodmeile abends, nämlich mit dem Grab zu erkunden. Die sogenannte Pho Am Tuk Vinh Gan. Das ist eine
sehr, sehr lange Straße, wo wirklich links und rechts, wie man hier schon sieht, überall nur Restaurants gibt. Man hat Snacks, Dinner, Fine Dining, Hummer, man kann wirklich alles essen. Es ist so voll abends, aber man sieht es ja selbst. Preis-leistungstechnisch ist es natürlich wirklich absolut der Burner. Es ist günstig. Jeder kann sich was leisten. Leute singen, Leute tanzen, Leute betrinken sich. So, ab die Post zum nächsten Spot. Hier zu sehen der Chur Bin Thai. Wirklich, wirklich schön von draußen. Hat einen thailändischen Stil. Ob der Thai heißt für Thai, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es dort drüben wirklich, wirklich schöne und coole Sachen gibt. Ausgelegt ist es meistens für Lebensmittel und auch Textilien. Meist für Großhandel, aber auch privat gern gesehen. Auch ein wirklicher Touristen-Hotspot. Preistechnisch muss man sagen, ist es dort deutlich günstiger als beim Bentlepark natürlich, was ja der Haupttouristenpunkt ist. Hier sind viele einheimische Leute auch, aber freundlich sind sie natürlich alle. Alles, was das Herz begehrt, ebenso, genauso wie das Wetter, was schön war. Auch drin, muss man sagen, ist es natürlich sehr, sehr schlecht belüftet und man kommt schnell ins Schwitzen. Aber mit den kühlen Getränken hier hat man alles parat. Fahren mit dem Moped durch die Gassen ist natürlich auch immer gesehen und ganz normalen Wettern, was natürlich bei uns in Europa ganz, ganz anders wäre. Ob Pfeffer, andere ganz seltene Gewürze, die man wirklich gar nicht findet oder was auch immer. Kandierte Früchte, frische Früchte, trockene Fisch, man findet alles. Was man aber noch finden sollte, ist der Markt gegenüber. Der heißt nämlich, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Chur Dran Chantiu. Das ist an der gegenüberliegenden Straßenseite des Chur Bin Thai. Und dort gibt es wirklich für Einheimische alles billig. Und ich rede von billig, weil ich billig meine. Seht euch die Preise an, seht euch die Früchte an, die sind alle wirklich frisch. Die werden jeden Tag neu beliefert, jeden Tag sind sie ausverkauft. Ob man das glaubt oder nicht. Und was man nicht glaubt, die verkaufen sogar lebendige Tiere, die ihr gleich auch noch sehen werdet. Ob Hähne, Fische, Hunde zum Glück nicht. Man kriegt wirklich alles. Und was man hier sieht, ist meine Mutter beim Verhandeln, indem man die Frucht öffnet. In dem Fall eine Durianfrucht, wirklich ein extravaganter Geruch. Ich bin kein Fan davon, aber meine ganze Familie mag es, außer mein kleiner Bruder, fällt mir gerade auch ein. Aber hier hat man es geöffnet, direkt getestet und wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, eben nicht. Man muss natürlich jedoch sagen, wie weit sich die Wege hinausführen in die Welt, man fühlt sich immer noch wohl zu Hause. Auch wenn es natürlich nur ein Zeitraum begrenztes Zuhause war, es ist immer schön zu sehen. Erst wenn abends wirklich die Penthäuser, die ganzen Hochhäuser leuchten und man in Ruhe sich wirklich hinflanieren kann. Was aber nicht zu flanieren bleibt, ist mein kleiner Bruder, wenn er Hunger hat. Und aus diesem Grund haben wir uns unten auf den Weg gemacht, um Essen, besser gesagt Pho, für den kleinen Mann zu holen. Hoppala, fast vergessen. Oder doch nicht? Und zwar gab es beim Nhungwe was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar eine Kooperation zwischen Vietnam und ich denke mal Japan war das. So wie ich das verstanden habe. Dort haben sie natürlich beim Nhungwe die ganze Meile aufgebaut mit Attraktionen, historischen Ereignissen, Erklärbooten und auch einem Riesenkonzert. Alles schön aufgebaut, um die Historie zu erläutern und die starke Kooperation zwischen den Ländern. Schön natürlich auch die ganze Singerei, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen konnte und mit einer Freundin meinerseits schön begutachten konnten. Hat natürlich alles super Spaß gemacht, wie man es dem Boten hier vorne sehen kann, der sich echt freut. Back to home beim Essen mit der gesamten Familie, so wie es sich gehört. Und mit dem lieben Paps geht's weiter, die neuesten Märkte besuchen. Ich war natürlich auf der Suche nach einem Friseur, habe mir auch dort die Haare schneiden lassen und schon ging es weiter. Die gesamte Skyline ist natürlich wundervoll. Mein Cousin sagt, Riesenfan von Spielhallen, was ich natürlich direkt versprochen habe. Das haben wir uns angeschaut. Wir haben uns aber auch die größte Halle, besser gesagt Einkaufsmall, in ganz Südvietnam angeschaut, nämlich die Aeon Mall. Es ist wirklich vom Verhältnis mehr 3 bis 4 Mal des KaDeWes in Berlin und wirklich ein Erlebnis wert. Man hat alles an Essen, wirklich alles super frisch und wirklich sehr günstig und wirklich in super Qualität. Die haben wirklich Bäckereien,
Küchenstores, die verkaufen aber nicht nur Essen, sondern auch Küchenutensilien. Es ist wirklich wie eine deutsche oder amerikanische Mall, ein riesen Einkaufszentrum, was wirklich alles fürs Herz begehrt. Da kann man nichts falsch machen, wie die tanzenden Menschen hier. Was man aber falsch machen kann, ist, dass Papa nicht so gut im Schießen ist, wie ich mir das erhofft hatte. Jedoch kann man das natürlich immer versuchen. Leider Gottes muss ich mich von euch verabschieden. Das war's auch von uns aus Ho Chi Minh City. Stay tuned und bleibt dran. Bis zum nächsten Teil.